Hi Leute, ich bin der Jorma vom Kanal Major Tech und springe auch in diesem Video wieder für Christian ein, der sich gerade aus gesundheitlichen Gründen so ein bisschen schonen muss. Deshalb werdet ihr mich hier auch häufiger auf dem Kanal sehen. Wenn ihr neugierig seid, was ich sonst so mache, schaut gerne auf meinem Kanal Major Tech vorbei. Den Link findet ihr unten nochmal in der Videobeschreibung. Und natürlich sage ich in diesem Video auch wieder sein Skript, so wie es auch sonst wäre. Und ich würde sagen, damit legen wir jetzt auch direkt los. Im heutigen Video machen wir mal wieder einen Abstecher in die Audiowelt, und zwar möchte ich euch heute die Huawei FreeBuds 6i vorstellen. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von gerade mal 99 € und mittlerweile sogar mit einem Straßenpreis von rund 75 € sind die Kopfhörer durchaus auf jeden Fall interessant, weil sie nicht nur über einen guten Klang verfügen, sondern auch über eine aktive Geräuschunterdrückung. Wie mir die kleinen Ohrstecker in den letzten 2 Wochen gefallen haben, möchte ich euch in den folgenden Minuten meines Videos zeigen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Kommen wir ganz am Anfang erstmal auf die technischen Daten zu sprechen. Zumindest möchte ich die grundlegenden Dinge ansprechen, die für Kaufinteressierte durchaus interessant sein dürften. Die Kopfhörer wiegen gerade mal 5,4 Gramm und sie sind in den Farben Schwarz, Weiß und Lila verfügbar und kosten, wie im Intro schon kurz erwähnt, aktuell um die 75 €. Einen entsprechenden Link habe ich euch natürlich wie immer unten in die Videobeschreibung gepackt. Die unterstützten Audiocodecs sind unter anderem SBC, AAC und LDAC, wobei die Kopfhörer mit Bluetooth 5.3 mit eurem Gerät natürlich auch verbunden werden können. Huawei gibt hier eine Laufzeit von 8 Stunden ohne ANC und 5 Stunden mit ANC an. Eine Schnellladung in nur 10 Minuten Ladezeit ermöglicht euch dann wieder 4 Stunden Wiedergabezeit. Durch die IP54-Zertifizierung sind sie zudem auch gegen Spritzwasser und Staub geschützt, sodass ihr sie natürlich auch beim Sport tragen könnt. Außerdem gibt es hier auch einen Tragesensor, den ich später im Bereich der App nochmal so ein bisschen genau erwähnen werde, und eine Touchsteuerung an den Ohrstöpseln sowie eine Multi-Point-Verbindung. Das bedeutet, ihr könnt 2 Geräte gleichzeitig mit den FreeBuds 6i verbinden und nahtlos die Wiedergabe von einem zum anderen Gerät fortsetzen. Was das Design und die Ergonomie angeht, so bekommt man hier Huawei-typische Kopfhörer, die über ein sehr hochwertiges und glänzendes Ladecase verfügen. Das Case besitzt an der Unterseite einen USB-C-Anschluss und an der rechten Seite haben wir die Pairing-Taste, um Geräte zu koppeln. Die Ohrstöpsel werden hier sicher durch einen Magneten im Case gehalten und neben den bereits angebrachten Silikontipps gibt es hier noch 2 weitere Paare in den Größen S und L. Zusätzlich gibt es hier auch noch ein kurzes USB-C auf USB-A Ladekabel. Was die Huawei FreeBuds 6i allerdings nicht haben, auf was wir verzichten müssen, ist kabelloses Laden. Hinsichtlich der Akkulaufzeit habe ich eben schon kurz die 8 Stunden ohne aktivierte Geräuschunterdrückung und bis zu 5 Stunden mit aktivierter Geräuschunterdrückung erwähnt. Mit dem Ladecase kommt man hier laut Huawei auf insgesamt 35 Stunden ohne und 22,5 Stunden mit Geräuschunterdrückung. Ich habe die Kopfhörer aus einem bestimmten Grund, auf den ich gleich noch zu sprechen komme, ausschließlich mit aktivierter Geräuschunterdrückung genutzt. Dabei kam ich auf maximal 4,2 Stunden bei 40% der maximalen Lautstärke, was bei mir immer unterhalb der Herstellerangaben lag. Selbst mit den angegebenen 5 Stunden Laufzeit wären die FreeBuds 6i in Sachen Akkulaufzeit nicht wirklich top ausgestattet. Allerdings würde ich die etwas geringere Laufzeit nicht unbedingt auf den günstigen Preis schieben. Insgesamt gibt es in puncto Akkulaufzeit definitiv Kopfhörer, die besser abschneiden. Natürlich macht man sich, zumindest geht es mir so, da ich ja nicht nur Tester, sondern auch Konsument bin, im Vorfeld Gedanken über anstehende Testberichte, und so habe ich viel über die FreeBuds 6i gelesen, insbesondere über deren Audioqualität, die oft gelobt wurde. An dieser Stelle muss ich allerdings grundlegend unterscheiden. Mit deaktivierter Geräuschunterdrückung bekommt man den schlechtesten und flachsten Klang. Im Transparenzmodus wird der Klang zwar etwas besser, aber mit aktivierter Geräuschunterdrückung ist er definitiv am besten. Genau aus diesem Grund war ich fast ausschließlich auch mit aktivierter Geräuschunterdrückung unterwegs. Im zweiten Schritt muss man sich entscheiden, mit welchem Preset man hören möchte. Standardmäßig im Default-Modus oder eher im Bereich Symphony oder mit einem selbst erstellten Preset. Mit den Ausgangseinstellungen erhält man hier recht homogene Mitten, zurückhaltende Höhen und einen Bass, der zwar vorhanden ist, aber nicht wirklich beeindruckt. Diese Einstellung empfand ich als recht langweilig, weshalb ich zuerst auf das Symphony Preset umgestiegen bin. Anschließend habe ich mir aber ein eigenes Preset erstellt, das den Klang natürlich nochmal deutlich verbessert hat. Somit bekommt man hier mit individuell angepassten Einstellungen bei verschiedenen Musikrichtungen, egal ob Pop,
Hip-Hop oder Jazz, sehr starke Mitten, etwas spitzere Höhen und einen Bass, der seinen Namen auch gerecht wird und je nach Musikstück auch überzeugen könnte. Berücksichtigt man den Preis von aktuell rund 75 €, finde ich das absolut in Ordnung, vorausgesetzt man wählt den richtigen Modus und spielt möglicherweise mit benutzerdefinierten Einstellungen. Mit der aktiven Geräuschunterdrückung hat Huawei aber wirklich in die Vollen gegriffen, denn die ist wirklich richtig gut, zumindest das, was ich auf der Levelstufe Ultra getestet habe. Sie liegt mindestens auf dem Niveau der AirPods Pro 2 von Apple und filtert vor allem Umgebungsgeräusche sowie sonore Töne sehr effektiv heraus. Im hochfrequenten Bereich kommt allerdings hin und wieder etwas durch, aber das ist bei nahezu jedem Kopfhörer dieser Art der Fall. Der Transparenzmodus hingegen ist aber etwas enttäuschend. Zum einen lässt er die Außengeräusche nicht wirklich klar und auch nicht verstärkt nach innen durch, zum anderen ist der Transparenzmodus mit einem leichten Grundrauschen versehen. Um die Kopfhörer vollumfänglich nutzen zu können, dafür braucht ihr dann die Huawei AI Live App. Wenn ihr nach dieser App googelt, werdet ihr diese aber nicht im normalen Google Play Store finden, sondern werdet nur auf der Seite von Huawei fündig. Mittlerweile seid ihr allerdings gezwungen, auch den Huawei eigenen App Store, die sogenannte App Gallery, zu installieren. Alternativ könnt ihr euch die App natürlich über ein alternatives Download-Portal wie APK Mirror herunterladen. Nach der Installation seht ihr auf der Startseite den verbleibenden Akkustatus der Stöpsel bzw. des Cases. Außerdem wird angezeigt, mit welchen Geräten die Huawei FreeBuds 6i gekoppelt oder verbunden sind. Einen Schritt darunter kann man das Noise Cancelling einschalten, in den Transparenzmodus wechseln oder auch alles deaktivieren. Das Noise Cancelling wird dabei in 4 Stufen unterschieden. Neben Normal, Gemütlich und Ultra gibt es auch ein dynamisches Setting, das sich an die Umgebungsgeräusche anpasst. Darunter findet man auch die Soundeffekte, wobei es hier schon 6 vorgefertigte Presets gibt. Über das Plus-Symbol im oberen rechten Bereich hat man hier auch die Möglichkeit, über einen 10-stufigen Equalizer sein eigenes Preset abzuspeichern. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, die Gesten an den Stöpseln anzupassen. Angefangen mit doppelten und dreifachen Tippen, über Tippen bis Halten bis hin zu Swipen. Am Anfang fand ich es so ein bisschen ungewöhnlich, dass es hier kein einfaches Tippen gibt, aber im Umkehrschluss kann ich sagen, finde ich das gar nicht so schlecht, da dadurch Fehleingaben einfach seltener vorkommen. Über die Tippfunktion kann man dann unter anderem zwischen den verschiedenen Geräuschmodi wechseln, Anrufe entgegennehmen, Lieder vor- und zurückskippen, die Geräuschunterdrückungsfunktion wählen und die Lautstärke erhöhen. Abschließend sind dann in der App noch die Auffindefunktion, einen Passtest für die Kopfhörer und die Möglichkeit, Updates einzuspielen, zu nennen. Zu guter Letzt verfügen die Kopfhörer auch über eine Trageerkennung, sodass die Wiedergabe automatisch pausiert wird, sobald der Stöpsel herausgenommen wird. Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass die Huawei FreeBuds 6i zu einem aktuellen Kaufpreis von 75 € recht günstig zu bekommen sind und dafür ein sehr starkes ANC liefern, eine gute Klangwiedergabe mit entsprechender Vorbereitung und ein Gehäuse und Design, das wirklich top ist. Es müssten allerdings auch einige Nachteile natürlich benannt werden, die zum einen im nicht drahtlosen Laden bestehen, einem sehr flachen Klang im Ausgangssetup und einer doch bescheidenen Akkulaufzeit von gerade mal etwas um die 4 Stunden mit aktivierter Geräuschunterdrückung. Wer diese Kopfhörer nämlich auf Reisen mal mitnehmen möchte und einfach mal auf einem Transatlantikflug oder einer Zugfahrt von Hamburg nach München entspannen möchte, ja, dem kann schon passieren, dass man die Kopfhörer dann wieder zwischendurch aufladen muss. Aber nun sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Alle relevanten Links und Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dann, macht es gut. Ciao, ciao.